Als nächstes hätten wir dann hier auch noch so ein paar Asset-Fragen, also sprich Fragen, die speziell die Gegenstände, Texturen und solche Sachen im Spiel betreffen. Viele von euch haben da auch folgende Frage gestellt. Und zwar, wird es neue Zauber, Rüstungs- oder Waffenmodelle geben, Verzauberungen oder neue Waffenarten, wie es jetzt zum Beispiel mal ganz exotisch den Speer aus Morrowind gab oder sogar Morgensterne oder etwas in der Richtung? Also wir werden keine neuen Waffenarten integrieren, schlicht und einfach, weil das viel zu aufwendig wäre, auch mit Animationen. Aber es gibt natürlich zig neue Rüstungs- und Waffenmodelle. Wir haben richtig viele neue Assets, also auch architektonische Assets, neue Pflanzen, neue Vegetation, neue Truhen, neue Betten, was auch immer. Yes. Aber natürlich auch Rüstungs- und Waffenmodelle. Zauber gibt's auch eine Menge neue Shader- und Partikeleffekte. Manche davon kommen auch aus der Community und sind natürlich Ressourcen. Aber wir haben auch einige Modellierer, die uns was machen. Und was natürlich auch zu erwähnen ist, dass es neue Kreaturen gibt. Neue gesculptete Kreaturen, also nicht nur aus aus Asset-Teilen zusammengeschustert, sondern mitunter auch wirklich komplett neu gesculptete, modellierte Kreaturen. Genau, da wurde ja auch bisher schon dieser Orbaya veröffentlicht von euch, ne? Ja, genau. Der ist von Tumhoi, von Murat. Wird es da auch dieses Mal vielleicht exotischere Waffen geben? Wir hatten da ja in Nehrim zum Beispiel schon diesen Arm vom Metzger und dieses Mal auch so ganz verrückte Sachen, vielleicht auch Bretter mit Nägeln und solche Dinge? Ja, also es gibt tatsächlich auch ein Set, das nur aus abgetrennten Körperteilen besteht. Nein, natürlich nicht. Aber ja, natürlich. Also Bretter und vor allem im Low-Level-Bereich, rostige Schwerter, solche Dinge. Also versuchen wir auf jeden Fall einzubauen. Stöcke. Yes. Sticks confirmed. Ja. Wie viele Rüstungssets wird es geben? Auch von standardmäßigen, aber auch die einzigartigen. In Skyrim gab es ja vergleichsweise jetzt nur die Standard-Sets und nicht wirklich irgendwelche, die tatsächlich herausgestochen sind. Also es gibt zahlreiche einzigartige Sets auf jeden Fall, weil ich denke ja, dass so ein Set, dass es auch optisch belohnt werden sollte. Und wir haben auch einige Standardrüstungen, einige neue Outfits. Aber wir verwenden auch die Vanilla-Items wieder. Gibt es in Enderal mehr Nebenquests durch NPCs? In Nehrim war es ja oft so, dass der große Teil der Nebenquests durch irgendwelche Aushänge, Plakate, Notizen von Leichen und so weiter übernommen wurde. Die meisten Nebenquests in Enderal werden durch Gespräche mit NPCs aktiviert. Also nicht mehr durch Kopfgeldsuch-Plakate, die die Quest triggern und dergleichen Informationen liefern. Und es ist kein Gespräch mehr nötig. Was aber durchaus sein kann, ist à la Gervasius, dass ein Aushang, einen edlen Recken zu suchen, dich erst auf den Questgeber aufmerksam macht. Dann bekommst du aber noch nicht die Quest, wenn du den Aushang liest, sondern der Aushang macht dich darauf aufmerksam, dass ein NPC eine Quest zu vergeben hat, was ein recht gutes Mittel ist, um Quests an den Spieler zu bringen, ohne sie ihm aufzuzwingen. Weil ob ich dann den Questgeber besuche oder nicht, ist allein meine Entscheidung. Werden NPCs untereinander auch sinnvolle Gespräche führen, zum Beispiel Smalltalk und sowas? Ja, werden sie tatsächlich. Also wir haben uns da auch die Zeit genommen, Gespräche zu schreiben und auch zu vertonen. Und wir haben uns auch wirklich bemüht, die Gespräche zuhörenswert zu machen. Also jetzt nicht nur im Sinne, dass man da einen Hinweis auf eine Quest bekommt, sondern dass man vielleicht auch mal lacht oder dass man irgendwie tiefer in die Welt hineingezogen wird. Also nicht so Kuchenformgespräche, nenne ich sie jetzt mal. Und also ergo kann man eigentlich die Frage mit Ja beantworten. Sie werden sinnvolle Gespräche untereinander führen. Sehr schön. Alles, was die Immersion steigert, freut mich jedes Mal zu hören. Das merke ich, ja. Wird es detailliertere oder höher auflösende Texturen als in Skyrim geben? Enderal wird eine Vielzahl an detaillierteren und höher auflösenden Texturen bieten. Das sieht man vielleicht schon ein bisschen auf den Screenshots. Wir haben hier den, in Anführungszeichen, Luxus, dass wir nicht mit den 512 Megabyte Arbeitsspeicher der PlayStation und der Xbox 360 uns herumplagen müssen, sondern können schon davon ausgehen, dass die Mehrheit der PC-Spieler heute mehr Arbeitsspeicher hat und deshalb ermöglicht es uns das auch, die Texturauflösung zu verdoppeln oder sogar teilweise zu vervierfachen. Zum Beispiel die Textur, die wir auf Steinen oder Bergen benutzen, wie in Skyrim ziemlicher Matsch war, ist bei uns 4-mal so groß und deswegen schon wesentlich hochauflösender und detaillierter.
Dann kommen wir jetzt zu ein paar Story-relationierten Fragen. Das heißt, wenn ihr Nehrim noch nicht gespielt habt und auf keinen Fall zu irgendetwas gespoilert werden wollt, zu Enderal oder Nehrim, egal wie gering dieser Spoiler ist, dann könntet ihr jetzt diese Stelle überspringen. Ich blende hier kurz einen kleinen Punkt ein. Und ansonsten legen wir jetzt mit der ersten Frage los. Was stellt, ohne die Story jetzt natürlich zu spoilern, Enderals Logo dar? Eine zerplatzende Christbaumkugel. Sehr gut, nächste Frage. Das waren immer die ersten Reaktionen, als unser Designer das Logo uns ins Team gebracht hat. Eine zerfallende Welt stellt es dar. Die nächste Frage kam auch oft vor, und zwar, wird es wieder die Sternlinge geben oder haben sie noch eine Bedeutung in Enderal? Ja, es wird auch wieder Sternlinge geben und wir haben auch unser Bestes gegeben, wie die auch wieder mit einer gewissen Prise Humor oder so zu schmücken. Sie haben auch tatsächlich eine nicht zu vernachlässigende Rolle in der Story von Enderal. Und ich denke, dass die Quest, in der dann die Sternlinge wirklich vorkommen, auch ein ziemliches Highlight sein wird. Aber das überlassen wir dann den Spielern, das zu beurteilen. Wird Enderal verschiedene Enden haben? Ja, Enderal wird verschiedene Enden haben. Und ich denke, alles, was ich jetzt sonst noch dazu sagen könnte, würde zu viel von der Story wegnehmen. Okay, das ist ja auch schon ein Statement. Und wird es in Enderal ebenfalls wieder eine oder mehrere Romanzen geben, wie es mit Kim der Fall war in Nehrim? Ja, es wird Romanzen geben. Man wird die Möglichkeit haben, eine Beziehung in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Allerdings hoffen wir auch, das Ganze schreibtechnisch relativ erwachsen gestaltet zu haben. Also es soll jetzt nicht so die pubertierende Fantasie eines Teenagers oder sowas erfüllen, sondern es soll tatsächlich auch, sage ich mal, eine authentische zwischenmenschliche Beziehung sein. Wird es alternative Lösungsmöglichkeiten für Quests geben? Sprich sowas wie mit und ohne Blutvergießen oder sich für unterschiedliche Seiten entscheiden, sodass so ein gewisser Wiederspielwert gegeben ist? Ja, es gibt auf jeden Fall alternative Lösungsmöglichkeiten. Das heißt, Quests gehen je nachdem, wie man sich entscheidet und wie man sich verhält, auch unterschiedlich aus. Das ist jetzt aber auch von Quest zu Quest verschieden. Also wir würden jetzt lügen, wenn wir sagen würden, dass es für jede Quest 4 Lösungsmöglichkeiten gibt. Ich denke, es besteht auf jeden Fall ein Wiederspielwert, aber man muss auch ganz ehrlich und klar sagen, es ist jetzt zum Beispiel nicht so wie bei Witcher 2, wo man sich am Anfang eine fundamentale Entscheidung trifft und das Spiel dementsprechend vollkommen anders verläuft. Auch wieder hier nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil uns einfach die Kapazitäten, die Writer, die Scripter, die Programmierer dafür fehlen. Aber wir haben uns auf jeden Fall bemüht, alternative Lösungsmöglichkeiten dort einzubauen, wo es nur geht. Werden in Enderal die Guten und die Bösen klar abgegrenzt sein und kann man sich, wie zum Beispiel in Skyrim, einer der beiden Seiten spezifisch anschließen? Nee, also ähnlich wie in Nehrim versuchen wir halt keine klaren Grenzen zu ziehen. Ich persönlich finde es immer auch viel interessanter, wenn man kein klar definiertes Feindbild oder sowas hat. Einfach dadurch, dass das Ganze dann auch irgendwie moralisch oder, sage ich mal, ethisch irgendwie verzwickter wird. Und in Sachen anschließen, in der Main Quest wird man das nicht können, nein. Aber man wird einige Entscheidungen treffen können, wo man sich sehr viele Gedanken drüber machen muss, denke ich mal, was ist jetzt gut und was ist böse. Kann man in Enderal die Welt von Nehrim betreten oder kommt ein Teil von Nehrim darin vor, rein geografisch? Man wird in Enderal voraussichtlich keinen der Level aus Nehrim nochmal betreten können. Es wäre auch relativ schwer, die Level mit den bestehenden Assets zu rekonstruieren. Aber da Enderal sowieso ein eigenständiger Kontinent ist es auch nicht nötig. Also nein. Eine weitere Frage war, ob man in Enderal Freunde oder sogar den Held aus Nehrim treffen werden kann oder ob sie zumindest erwähnt werden. Ja, man wird alte Freunde und Bekannte aus Nehrim wieder treffen und die werden sogar eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen. Und auch der Held aus Nehrim wird hin und wieder erwähnt werden. Treffen können wird man ihn natürlich nicht, weil dann müsste man das Aussehen oder die Rasse irgendwie anfassen können. Aber ja, es wird auf jeden Fall einige nostalgische Momente geben, sage ich mal. Viele von euch hatten auch gefragt, ob eventuell irgendwelche bestimmten Story-Fragmente aus Nehrim dann auch in Enderal weiterhin Verwendung finden würden. Da gab es ja auch die Quest von Gervasius oder in den Nexus-Hallen in Nehrim gab es so hier und dort kleinere Dinge, die eventuell eine Fortsetzung theoretisch finden könnten in Enderal. Wie wird das gehandhabt? Also es ist jetzt nicht so, dass wir bei der Stellung von Nehrim schon die komplette Story von Enderal im Kopf hatten. Das ist tatsächlich aber so, dass wir uns auch bemüht haben, bei der Ausformulierung der Story, bei der Ausarbeitung,
möglichst viele Fragmente aus Nehrim zu übernehmen, beziehungsweise in die Story hineinzubringen, damit auch Spieler, die Nehrim gespielt haben, sich, ja, sag ich mal, in vielen Situationen dann erinnert fühlen oder gewisse Zusammenhänge halt erkennen, ja. Jetzt konkret, ich würde das jetzt mal so formulieren, dass man auf jeden Fall jetzt nicht alles, was man in Nehrim dann gesehen hat, auch wirklich auf die Goldwaage legen kann, aber wir sind auf jeden Fall bemüht, die Fragmente so gut wie möglich auch in die Story von Enderal einzuflechten. Ganz allgemein gesprochen, was für neue Features werden eingebaut? Welche haltet ihr für besonders gelungen oder nennenswert? Tatsächlich ist es so, dass wir an der Stelle noch das Nahrungsmittelsystem erwähnen würden, dass es halt wichtig sein wird, auch zu trinken und zu essen. Jetzt nicht so wie in einem Hardcore-Survival-Mod, aber es macht tatsächlich einen Unterschied. Und was ich dann auch noch an der Stelle erwähnen würde, jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Features, die jetzt auch schon zur Sprache gekommen sind, wie das EP-System, das Klassensystem, ist das Sympathiesystem. Vielleicht gehen wir später im Interview auch nochmal auf die Begleiter ein und mögliche Romanzen, aber wir haben ein Sympathiesystem entwickelt, dass man auch wirklich bei gewissen NPCs darauf achten muss, was man sagt und einfach durch verschiedene Aussagen, sage ich mal, auch die Haltung dieses NPCs zu deinem Spielercharakter gegenüber beeinflussen kann. Also wenn ich jetzt irgendwas sage, was diametral zu den Werten und zu den Idealen dieser Person steht, dann wird die mich dadurch weniger mögen und das wird dann auch gewisse Auswirkungen auf die Story haben. Insbesondere auf die Beziehung mit diesem einen Charakter. Und das sind jetzt nicht so Fragen wie magst du mich, ich hasse dich oder du bist großartig, sondern das sind dann tatsächlich auch Fragen, wo man sich überlegen muss, okay, sie fragt mich jetzt, ob das, was ich davon halte. Wie steht sie eigentlich selbst dazu? Also, dass es auch wirklich Fragen sind, wo man nachdenken muss. Also ich denke, dieses Feature ist auf jeden Fall noch nennenswert, das Sympathiesystem. Als nächstes kommen jetzt die technischen Fragen, um auch mal die Seite so ein wenig zu beleuchten. Und zwar, wie sehr musstet ihr euch von der Oblivion auf die Skyrim Engine umgewöhnen und auch vom Creation Kit her vielleicht gesehen? Die Creation Engine ist ja eine direkte Weiterentwicklung der Oblivion Engine und deshalb hatten wir da schon einen ziemlichen Wissensvorsprung im Vergleich zu einem Mod-Team, das nun ohne Erfahrung mit Oblivion beginnen würde. Wo bei uns Einarbeitungszeit und Umgewöhnung notwendig war die neue Skriptsprache. Wir sind da auch jetzt, ich sag mal, auch erst seit so einem Dreivierteljahr wirklich auf dem Level, wo wir sagen können, dass wir sie nicht nur beherrschen, sondern sogar meistern und damit umso schneller fehlerfreien Content produzieren können. Hängt einfach damit zusammen, dass die Anzahl der Features und Möglichkeiten mit der Skriptsprache so unglaublich groß sind, bis du die alle entdeckt hast und kennst, vergeht seine Zeit. Ansonsten ist das Creation Kit zum größten Teil identisch mit dem von Oblivion und da haben wir uns also ziemlich schnell reinfinden können. Und jetzt, wo wir gerade auch schon bei der Skriptsprache sind, was war relativ einfach zu skripten und vor allem, was würdet ihr sagen, gab es irgendwelche Features zum Beispiel, wo es richtig schwer wurde, die umzusetzen? Ja, es gab einige Features, die richtig schwer in der Umsetzung waren. Da muss man so von hinten durch den Rücken ins Auge arbeiten, weil du nicht die Möglichkeit hast, wirklich in den Source Code des Spiels vorzudringen und da eine Änderung zu machen, um ein neues Feature einzuführen. Das ist vor allem dann bei den Abilities und Talenten der Fall gewesen, dass wir Funktionen, die im Papyrus ganz anders gedacht haben, zweckentfremdet haben, um sie umzusetzen. Oder auch für das Leveling-System, bei der wir am Anfang versucht haben, über DirectX DLLs C++ Source Code einzuschleusen, weil diese DLL zum Spiel geladen wird. Wir haben jetzt aber auch eine Möglichkeit gefunden, das in Papyrus umzusetzen, was wir wollten. Es ist also manchmal schon ein harter Tobak und man muss da mit einigen Bugs und Hacks in der Engine arbeiten, um zu seinem Ziel zu kommen, wenn man mit der Engine etwas machen möchte, für das sie ursprünglich nicht geschrieben wurde. Im Großen und Ganzen hat sich natürlich aber auch vieles verbessert im Vergleich zu Nehrim, zum Beispiel der Scene Editor. Damit können wir Gespräche mit NPCs, die interaktiv verlaufen. Das heißt, wenn NPCs etwas tun und du nicht im Dialogmodus bist, so eine typische Cutscene, also einigermaßen umsetzen, ohne viel skripten zu müssen, weil das Creation Kit diese Funktion einfach hergibt. Bei Nehrim mussten wir jede Unterhaltung zwischen zwei NPCs bis auf den kleinsten Dialog und den kleinsten Timer skripten und das ist einfach verdammt viel Arbeit gewesen.
Wird es wie in Nehrim sogenannte Lag-Zonen wie im Dunklen Wald oder Erotin geben oder hat sich hinsichtlich Enderal dahingehend etwas verbessert? Das hat sich deutlich verbessert. Enderal ist auf technischer Ebene wesentlich weiter optimierter und professioneller, als es bei Nehrim der Fall war, und du hast eben keine Zonen mehr, die auf deinem Rechner absolut ruckeln, während sonst es flüssig läuft. Wird es Probleme geben mit bestimmten Mods? Sprich, kann man einfach Skyrim-Mods übernehmen für Enderal oder wird das so ähnlich laufen wie in Nehrim? Da gilt die Devise, und das war auch schon bei Nehrim so, wenn du eine Mod hast, die mit einer ESP auskommen muss, musst du die in der Regel für Enderal anpassen. Andere Mods, wenn du zum Beispiel eine Interface-Mod benutzt oder Texturmods, die ohne ESP auskommen, funktionieren die in der Regel. Gab es in der Entwicklung zu Enderal gravierende Unterschiede im Vergleich zu Nehrim? Gab es irgendetwas Spezifisches, Genaues, was euch schlaflose Nächte bereitet hat? Uns bereiten 1000 Dinge schlaflose Nächte, Heulkrämpfe und Wutanfälle. Das war allerdings bei Nehrim schon genauso. Um ein Beispiel zu nennen, jetzt hat ein Leveldesigner ein neues Monster angelegt als Rasse, was eigentlich gar keinen globalen Einfluss auf das Spiel haben sollte, aber plötzlich merkst du, dass alle NPCs, humanoide NPCs wohlgemerkt, die mit dieser Rasse gar nicht zusammenhängen, nicht mehr kämpfen, sobald sie den zweiten Handslot durch ein Schild oder einen Zweihänder besetzt haben. Die rennen einfach auf dich zu und tun nichts, gucken dich an, und jetzt find das mal heraus, dass das mit dieser Rasse zusammenhängt, die irgendjemand sonst angelegt hat. Das ist ungefähr so, als wenn du beim Auto den Kofferraum zuschlägst und das Lenkrad fällt ab. Wird man mit Händlern verhandeln können oder gibt es, wie in Skyrim, Einheitspreise? Das System ist leider hardcoded, das heißt in die Engine eingebettet und kann von uns auch gar nicht verändert werden. Jetzt wird's persönlich, würde ich mal sagen. Und zwar folgen jetzt einige Fragen, die euch direkter betreffen und nicht unbedingt zwingend mit der Entwicklung von Enderal zu tun haben. Und zwar eine Frage, die jetzt natürlich speziell meine Zuschauer betrifft, wäre, dass sie wissen wollten, ob es allgemein einfach auch irgendwelche Erkenntnisse aus den Let's Plays oder aus den Foren zu Nehrim gab. Und also für Enderal jetzt, oder war der Plan für Enderal von Beginn an klar? Die allererste Erkenntnis der Let's Plays und Forenartikel zu Nehrim war: verdammt, so viele Bugs. Die zweite war so die Feststellung, dass wir da realisiert haben, gerade bei Let's Plays das sehr gut visualisieren. Wie ist denn die Spielerführung? Der Spieler hat ein Level vor sich, findet der denn den Ausgang des Startdungeons als Beispiel, oder läuft er erstmal eine Stunde orientierungslos durch dunkle Höhlen und findet den Ausgang nicht? Und das hat für uns so ein Symbol, dass wir nicht dadurch, dass wir Questmarker benutzen, sondern dadurch, indem wir das Leveldesign anpassen und übersichtlicher machen und den Spieler zu einem Ziel leiten. Ich würde generell eigentlich sagen, dass uns natürlich die Let's Plays und generell auch das Feedback aus den Foren sehr viele Denkanstöße gegeben hat. Einfach nur, weil es ja auf eine gewisse Art und Weise ja auch so eine Art Rezension, so eine Art Kritik auch irgendwo ist. Vor allem bei Let's Plays kann man ja relativ einfach herausfinden, was hat dem gefallen oder der und was nicht. Also ich denke mal, viele Denkanstöße und auch Dinge, die wir optimieren wollten jetzt oder optimieren werden, haben wir auch aus Let's Plays oder aus Forenbeiträgen gewonnen. Das ist natürlich sehr breit gefasst, aber genau. Wir hatten bei Release von Nehrim noch keinen konkreten Plan für Enderal. Im Gegenteil, wir hatten erstmal von Mod-Entwicklung und von den vielen Herausforderungen nach dem Release erstmal die Schnauze voll, dass wir alle erstmal eine Auszeit gebraucht haben. Und das hat sich erst so richtig herauskristallisiert, als dann Skyrim angekündigt wurde und wir uns gedacht haben, hey, da könnten wir doch jetzt wirklich doch nochmal was machen. Und erst ab dem Zeitpunkt wurde auch diese Planung konkret. Und dann jetzt, wenn wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, zum Beispiel jetzt auch auf mein Nehrim Let's Play, was war denn so eure erste Reaktion darauf, als ihr das gefunden habt? Die erste Reaktion war natürlich, wow, cool, noch ein neues Let's Play für Nehrim, musst du im Auge behalten. Das habe ich dann auch getan. Vor allem, weil du das auch sehr humorvoll und lustig rübergebracht hast. Und die zweite Reaktion war dann, Mann, hier baut wirklich jemand aus Kisten eine Rampe für die Fackeln zusammen.
Das war doch eigentlich, dachten wir immer so offensichtlich, dass da zwei Hebel sind, die irgendeine Funktion haben, wo wir wieder zum Thema sind, wie bereichern Let's Plays das Gefühl der Entwickler für die Orientierung der Spieler im Level. Also, du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, dass die Best-ofs, die von deinen Let's Plays erstellt wurden, bei den Teamtreffen für viel Lachen und eine gute Stimmung gesorgt haben. Oh ja, dieses Best-of-Video, das lief über den Beamer und wurde der Mehrheit gezeigt. Cool. Beide? Am besten Beide. Am besten war die Stelle, als du in der Schattenrufmine hier aus Kisten eine Treppe zu den, was war es, zu den Fackeln oder sowas gebaut hast. So viel zum Thema Spielerführung. Ja. Dann darf es jetzt wieder ein bisschen allgemeiner werden bei den persönlichen Fragen. Und zwar, wer hat denn die Welt von Vyn entworfen? Beziehungsweise wem ist die erste Idee dazu gekommen? Oder war das eher so ein gemeinsamer Beschluss, der sich so über die Zeit entwickelt hat? Vyn als Welt ist eigentlich ein Mischmasch aus verschiedenen Welten und Ideen von verschiedenen Leuten, die zum Teil auch nicht mehr Bestandteil des Enderal-Teams sind. Also relativ schwer zu sagen, wer jetzt das ursprüngliche Universum erfunden hat, weil das einfach nicht auf eine Person zurückzuführen ist. Aber ich denke mal, dass das vor allem auch jetzt in den letzten 3 Jahren, die wir an Enderal gearbeitet haben, auch noch extrem viel an Lore dazugekommen ist und so, dass ja die Grundzüge wurden zwar beibehalten, aber wirklich nur absolut rudimentäre Dinge, wie halt die Dinge, die man auch schon aus Nerium kannte, mit den Lichtgeborenen und Rassen etc. Aber vieles davon wurde auch einfach noch von den Storywritern jetzt noch ausgearbeitet. Erheblich. Wodurch würdet ihr sagen, habt ihr am meisten dazugelernt? Ich denke, dass man eigentlich da sagen könnte, dass man am meisten durch die Arbeit dazugelernt hat, weil wenn du dich so intensiv mit einer Sache auseinandersetzt und beschäftigst, dann lernt man einfach dazu. Und wir persönlich jetzt als Team haben auch dadurch, dass viele von uns jetzt in die Branche auch gehen wollen und Game Design studieren oder sich auch jetzt die vergangenen Jahre ausschließlich mit einem gewissen Fachbereich, ob es jetzt Art oder Level Design oder Writing, wie auch immer ist, auseinandergesetzt haben viele von uns auch dadurch extrem viel dazugelernt. Oder wie schon erwähnt, dass ich persönlich zum Beispiel die Möglichkeit hatte, in einem Studio in Kanada, einem richtig renommierten zu arbeiten. Oder der Johannes auch in diversen Studios gearbeitet hat. Das hilft halt auch sehr, die Erkenntnisse aus der Industrie dann auf das eigene Projekt anzuwenden. Welche anderen Spiele haben die Arbeiten an Enderal beeinflusst? Gab es da welche, die besonders hervorgestochen sind? Also allgemein gesagt kann man da sicherlich schon ein paar Titel nennen. Mir würde da jetzt zum Beispiel konkret Mass Effect einfallen, Dragon Age, definitiv ein Spiel, das ich auch wahnsinnig toll fand, auch wenn es jetzt vom Setting her überhaupt nicht nach Enderal passt, war Spec Ops: The Line. Es ist nicht so unglaublich bekannt, aber es ist so ein bisschen von der, wie soll ich sagen, vom Spielgefühl her auch nicht so direkt vergleichbar, aber in Sachen Story hat es halt für mich persönlich sehr bewegt und ich habe mir gedacht, boah, unglaublich sowas, wenn wir so einen Moment in Enderal schaffen könnten, das wäre großartig. Und ich denke, man könnte durchaus sagen, dass mich dieses Spiel dann auf eine gewisse Art und Weise und natürlich dann auch Enderal beeinflusst hat, ja. Und welches sind so eure größten Vorbilder in Sachen Fantasy, also auch Autoren oder Game Designer und vielleicht nicht nur speziell auf Fantasy beschränkt? Also es gibt definitiv einige Leute, die wirklich großartige Sachen machen, seien es jetzt Spiele oder Bücher, wie auch immer. Mir würde da jetzt konkret natürlich Naughty Dog einfallen. CD Projekt Red finden wir auch alle wahnsinnig toll, unter anderem, weil sie halt eine richtig coole Mentalität haben, dadurch, dass sie ihre Sachen vom zweiten Teil zum Beispiel Open Source gestellt haben. Ist außerdem ein sehr fähiges Studio. Ein sehr, sehr, sehr fähiges Studio, absolut. Und als Autoren würden mir jetzt konkret noch George R. R. Martin einfallen, aber das war ja irgendwie zu erwarten. Was jetzt kein Fantasy ist, was mich aber sehr beeinflusst, ist auf jeden Fall Lovecraft. Großartig und ein Autor, ich fühle mich verpflichtet, den zu nennen, weil der ziemlich unbekannt ist, aber meiner Meinung nach einfach nur der Hammer ist Patrick Senecal. Allerdings schreibt er derzeit nur auf Französisch. Aber wer Französisch kann, sollte auf jeden Fall danach schauen. Also das ist jetzt klingt vielleicht erstmal ungewohnt, weil das jetzt vor allem Lovecraft und Patrick Senecal auch beides jetzt keine Autoren sind, die Fantasy schreiben. Aber dennoch sind sie für mich große Vorbilder, allein durch die Stimmungen, die sie erzeugen können. Und letzten Endes ist ja auch das
für mich etwas, was man in einem Videospiel machen will. Man will ja Stimmungen erzeugen, man will die Leute irgendwie in den Bann ziehen. Und das schaffen die alle sehr gut. Also könnte man auch sagen, dass genau all diese Sachen euch zur Geschichte von Enderal unter anderem inspiriert haben? Natürlich, ja, definitiv. Die Spiele haben uns, denke ich mal, also Spiele und Bücher haben uns alle sehr beeinflusst und waren auch eine große Inspiration. Sei es jetzt für Leveldesign, sei es für die Story, sei es für Gameplay. Wenn ihr einen nennen müsstet, was wäre dann euer größter Kritikpunkt an Enderal, auch wenn es noch nicht ganz fertiggestellt ist? Der größte Kritikpunkt ist das Gesichtsanimationssystem von Skyrim, weil es so unglaublich schwer ist, in diesem Gesichtsanimationssystem wirklich Emotionen so auszudrücken, dass sie überzeugend sind. Das würde ich eigentlich unterstreichen. Also, wobei man natürlich jetzt dann nicht Skyrim oder die Schuld geben kann, weil die Engine ist dafür gemacht, für das, was sie machen sollte. Aber es ist halt ziemlich schwierig, mit diesen beschränkten Möglichkeiten auch eine Story und Cutscenes, sage ich mal, einigermaßen ansprechend zu inszenieren. Und das wäre dann tatsächlich mein größter Kritikpunkt, dass wir hoffen, dass es dann am Ende nicht zu fad wirkt und die NPCs einfach nur statisch dastehen. Aber ich denke, wir geben auf jeden Fall unser Bestes, um diese Schwäche auch auszumerzen, so gut es geht. Dann wollen wir mal zum Schluss jetzt noch zu einigen abschließenden Fragen kommen. Lang lief jetzt das Interview und um das hier jetzt ein bisschen ausklingen zu lassen, habt ihr vor, euer eigenes Spiel irgendwann mal zu entwickeln, beziehungsweise seid ihr vielleicht sogar schon dabei? Das ist auf jeden Fall die nächste Planung und der nächste große Schritt, den wir anpeilen. Es besteht hier auch intern schon ein Konzept, also ein Spielekonzept, das aufgestellt wurde. Wir haben noch nicht wirklich mit der Entwicklung begonnen, sondern stecken gerade technische Rahmenmöglichkeiten ab und möchten zunächst Enderal in ein sehr weit fortgeschrittenes Stadium bringen, bevor wir beginnen, mit einem Prototypen eines eigenen Spiels zu beginnen. Ob dieser Prototyp anschließend umgesetzt wird, hängt ja ganz maßgeblich davon ab, wie erfolgreich Enderal werden wird. Wenn Enderal ein großer Erfolg wird, was wir alle hoffen, und viele Spieler begeistern kann, wird es auch viel einfacher, das nötige Budget zu bekommen, sei es entweder, indem man einen Publisher findet, von dem man Unterstützung bekommt, oder durch Kickstarter-Produkte. Das alles steht und fällt eigentlich mit dem Erfolg Enderals. Dann mal eine ein bisschen allgemeinere Frage. Was genau bedeutet denn Sure AI? Das klingt ja ganz nach einer Abkürzung. Also die Wahrheit ist, dass Sure AI irgendwann mal so in den Raum geworfen wurde von Mitgliedern, die ich zum Beispiel als relativer Frischling mit 2,5 Jahren Sure AI-Zeit gar nicht kenne. Und der Name hat sich halt mittlerweile etabliert und hat er doch irgendwie eine relativ coole Konnotation. Es klingt irgendwie sowas zwischen surreal und AI, also künstliche Intelligenz. Es ist leider nicht die spektakuläre Entwicklungsgeschichte. Aber man kann Mysterien spinnen. Ja, genau, würde ich so sagen. Ist es geplant, Enderal vollständig zu releasen oder wird das Spiel erst über weitere Patches endgültig fertiggestellt? Also wir planen nicht, es in Akten zu releasen. Ich denke mal, das ist so das, worauf die Frage letztendlich abzielt. Wir werden natürlich Patches nachliefern und vielleicht auch Content, aber das Kernspiel soll als Ganzes veröffentlicht werden. In Nerim gab es ja den ein oder anderen Bug dann noch, letzten Endes. Wie wird die Testphase in Enderal aussehen? Wird sie gründlicher verlaufen? Sieht euer Plan dafür anders aus? Der große Fehler bei Nerim war, dass die Testphase zu spät begann und zu früh beendet wurde. Und auch, dass die Anzahl der Tester zu gering war, um wirklich alles abzudecken. Und wir eigentlich bei Release dachten, okay, wir haben wirklich so 90% der Bugs, die irgendwie das Spiel beeinträchtigen können, gefixt. Danach haben wir dann gemerkt, okay, war nicht so. Hing einfach damit zusammen, dass uns diese Bugs damals gar nicht bekannt waren. Und wir haben da eine Umstrukturierung gemacht, dahingehend, dass wir wesentlich früher mit der ersten Testphase beginnen. Das heißt, wesentlich früher bedeutet auch schon in wenigen Wochen, denn da ist die erste Testphase für Enderal geplant. Und die wird die ersten beiden Regionen und einen Teil der Main Quest beinhalten, dient dazu, Bugs in diesen Bereichen ausfindig zu machen, aber auch so ein Playtest fürs Balancing und für das Ability- und Klassensystem. Wenn jetzt das Feedback von den Spielern, Testern käme, ja, dieses Talent ist voll uncool und nutzt eh kein Schwein,
Dann können wir nämlich jetzt noch reagieren und sagen, okay, wir lassen uns jetzt was Besseres einfallen, ändern das doch mal ab. Und wenn die Phase jetzt demnächst beginnen wird, gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass die Leute, die daran Interesse hätten, euch kontaktieren und vielleicht auch selbst an der Beta teilnehmen können? Ja, die gibt es. Die Leute sollten am besten unsere Website im Auge behalten. Es wird eine Bewerbungsphase geben. In dieser Phase, nicht vorher und nicht nachher, werden wir Tester suchen, und damit potenzielle Tester nicht darüber enttäuscht werden, wenn sie nicht dafür gewählt werden, weil die Anzahl der Testerplätze begrenzt ist, kündigen wir an, dass wir die Testerplätze verlosen werden. Das heißt, es wird einfach eine gerechte Auswahl zwischen den Leuten geben, die sich dafür melden, und diejenigen, die das glückliche Los gezogen haben, bekommen eben eine Testversion. Genau, und im Zusammenhang mit der Beta-Anmeldung werden sich jetzt sicherlich noch einige Leute fragen, wie es denn so mit Unterstützung für Enderal aussieht. Werden da noch Aushilfen, irgendwelche Leute gesucht, die sich gerne dran beteiligen wollen, egal ob im Coding, Leveldesign, Synchronisation, was auch immer das sein mag? Ja, also wir suchen auf jeden Fall immer nach Synchronsprechern und auch sonst talentierten, netten und vor allem zuverlässigen neuen Mitarbeitern, die sich irgendwie einbringen wollen, und ob es jetzt Modellierer sind, Quest-Designer, die Quests dann auch letzten Endes umsetzen können, oder Level-Designer, die Dungeons bauen wollen. Und wenn da jemand Interesse hat, dann kann er uns gerne auch einfach über unsere Website kontaktieren. Wir sind derzeit ein sehr kompaktes, sehr kleines Team. Ich würde fast sagen, dass der feste Kern aus 7, 8 Leuten oder so besteht. Und ergo können wir auf jeden Fall Hilfe gebrauchen. Da werden sich sicherlich einige Leute finden lassen, die dann gerne so einen Teil ihres Herzblutes in das Projekt stecken. Und dann am Ende kommen die 2 großen Fragen, bei denen sich jeder Entwickler sich davor graust, eigentlich schon fast. Und zwar, was würdet ihr denn so selbst einschätzen? Zu wie viel Prozent wurde Enderal bereits fertiggestellt? Also nicht unbedingt auch speziell von der Welt, Hauptquest, Nebenquest, sondern auch so im Grobumschlag. Was würdet ihr sagen, wie weit ist das bisher? Das ist einfach nicht wirklich abzusehen. Das ist nicht abzusehen. Es gibt einen Projektplan, aber das wurde wieder in Prozentzahlen umgesetzt. Und das Ganze ist auch so ein bisschen on the fly, wie zum Beispiel in Nebenquests. Ja, es gibt keine feste Anzahl von Nebenquests. Da wird am Ende geguckt, wie viel Zeit ist jetzt noch, und dann bauen wir in der Zeit Nebenquests ein. Es gibt keine feste Zahl, wie viele geplant sind. Es gibt auch keine feste Zahl von geplanten Dungeons. Also eigentlich kann ich hier gar nichts sagen. Ja, genau, ganz richtig. Das wird dann immer je nach den ganzen Zeitbemessungen dann demnach angepasst einfach auch. Ja. Und dann natürlich in diesem Zusammenhang die berühmteste Frage von allen, immer wieder gestellt, aber es muss einfach sein. Frage 69 müsste das jetzt hier sein. Viele hatten wir doch die letzte, ja, wann ist denn jetzt Release? Um dich und die anderen Wartenden zufriedenzustellen, kann ich dazu zwar an der Stelle noch kein Datum nennen, aber zumindest ankündigen, dass es in sehr absehbarer Zeit da wirklich mal konkretere Infos zu geben wird. Gut, dann so viel zum Release. Danke für die kleine Info. Vielen Dank vor allem für dieses ganze Interview, dass ihr so viel Geduld mitgebracht habt. Wir haben knapp 70 Fragen jetzt hier durchgenommen. Hat mich wirklich gefreut und ich habe mich auch wirklich geehrt gefühlt, dass ihr hier für ein Interview vorbeigekommen seid. Und hat mich wirklich sehr gefreut, euch beide hier dabei zu haben und mit dem Interview auf dem Kanal Games9 auch für die ganzen anderen großen Nerim-Fans das hier so zu verewigen. Vielen Dank. Ja, das können wir nur zurückgeben. Danke an dich. Ja, vielen Dank für die Möglichkeiten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf weitere Let's Plays. Oh ja. Oh ja, wir werden sie mit ansehen. Und ein Sarkasmus könnte nun sagen, boah, jetzt hat dieses Interview schon wieder die Entwicklung um 2 Stunden verzögert. Aber ich glaube, damit können die Spieler leben. Okay. Gut, dann vielen Dank. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal wieder wiederholen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Ja. Mit einem Interview eventuell auch. Ja. Je nachdem. Und ja. Ich denke doch schon. Ich kann einfach nur nochmal sagen, vielen Dank. Super geil. Vielen Dank auch dafür, dass ihr, meine lieben Zuschauer, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt, dass ihr durchgehalten habt bis zum Ende. Und wir sehen uns. Ciao. Ciao. Ciao.